Hallo und ja, willkommen wieder zurück in diesem Spiel, das sich da Outer Worlds nennt. Nicht zu verwechseln mit Outer Wilds. Ein Spiel, von dem ich auch viel Gutes gehört habe, von dem ich immer noch nichts weiß. Nun gut, wir sind hier auf, wir sind ja nicht direkt auf Gorgon, aber das war das, was ich jetzt gespielt habe, ist schon wieder einige Zeit her. Seitdem, und das ist auch schon wieder einige Zeit her, ist das örtliche DLC rausgekommen. Ein bisschen, was heißt örtliche DLC? Es ist Murder of Eridanos. Ist irgendwie erschienen und ich habe das irgendwie, also ich hatte keine Zeit, sagen wir mal so, ich war mit anderen Sachen beschäftigt und es kam eins zum anderen und naja. Unite ist, seitdem habe ich einen neuen Prozessor gekauft, das heißt, ich habe jetzt diese ganzen Probleme, die ich beim letzten Mal mit Outer Worlds hatte, nicht mehr, weil mein Prozessor einfach besser in der Single-Core-Performance ist und dessen das Spiel nicht mehr ruckelt. Was total geil ist. Die nicht so gute Nachricht ist, das ist jetzt natürlich wieder komplett irrelevant, aber egal. Ich hoffe, du, lieber Zuschauer, bist trotzdem dabei. Guckst dir das Elend an. Das Outer Worlds ist natürlich immer noch wieder Englisch. Das ist ein bisschen unpraktisch. Aber da können wir da wohl nichts machen. Also die Voice-Dinge. I was about to watch the latest episode in Halcyon Helen's thrilling serial adventure. Ah ja, genau. So fängt die Quest schon an. Das ist um diese, das Murder of Eridanos Quest zu starten, muss man auf Monarch in Stellar Bay gewesen sein und ich glaube, du musst einmal in Byzantium gewesen sein, wenn ich das richtig gelesen habe. Habe ich natürlich alles schon gemacht, weil ich bin noch absolut Hardcore. Und ich bin gar nicht so Hardcore. Ich bin Level 30. Also man soll es Level 30 sein für das DLC, ich bin Level 33. Also ich bin noch ganz gut dabei. Was habe ich eigentlich für Sachen an? Ich habe jetzt bin schon wieder komplett raus. Was ist das hier für eine Grubenlampe? Kann hier was? Nachtlicht. Das ist doch hier, ich meine, das Chimäre von Jollycore war ganz gut, aber ist das wirklich... Ist der Helm wirklich der beste Helm, den ich habe? Schicker, ich habe irgendwie nichts Besseres, oder? Ich bin langsam mit dem Ding hier rumgerannt. Oder ich hätte noch, achso, ich hätte noch schwere Rüstung. Naja, gut, das ist... Ich fasse einfach die Ausrüstung erstmal für eine Weile nicht an. Wer ist was? Prototyp Kryonik-Helm? Diese gute Farbe ist wo nie produziert, da ein anderer kurz einen dünneren, schwächeren Helm mit Sicherheitsblasen hergestellt, der günstiger war. Wofür habe ich den ja nicht gekriegt? War das für das Ende? Zeitdilatation, Bewegungszeit, 90% reaktiver kinetischer Schildprojektor. Ah ja. Wurde er durch Anzug ersetzt, der absolut gar keinen Schutzpunkt darf, aber nur die Hälfte kostete. Ach, schön. Ja, so. Welcome back, Captain. Jo, grüß dich. How can I be of assistance? Ätherwellen? Certainly, Captain. I was hoping you would ask. Riese präsentiert Mörder auf Eridanos. Halcyon Helen gegen die Hirnfresser, Kapitel 12. Mit Lucy Bellham als Halcyon Helen. It was the law-forsaken parasites. I had become obsessed. My quest to stop them. To avenge my partner, Philip. And my ex-partner, Bernice. And Lieutenant Jurgen. And those two informants had brought me to Rizzo's distillery. But it wasn't just the triple distilled deliciousness of Rizzo's Spectrum brand vodka that I found there. It was death. I made sure the Brain Eaters paid the price. But at what cost to me? It's you. This is the Halcyon News Network with breaking news. Halcyon Helen has been murdered. Administrator Ludovico of Rizzo's refused to answer the big question on everyone's mind. Who will Spectrum Vodka's next spokesperson be? Claiming that a special investigation must be concluded first. Captain, we have a communication coming in from one Administrator Ludovico. Get off the transmission, Cedric. We agreed Cedric? to let me do the negotiating. Law be with you, friend.
I am Administrator Ludovico of the famed Eridanos Atmospheric Complex. But there's no need to stand on formality. You may address me as Mr. Ah ja. Ja, also das ist... Nun. Ja, es ist wie immer wie Outer Worlds. Komplett over the top. So, ich habe mir aber sagen lassen, dass das... ich könnte dich auch einfach Lou nennen. Oh ja, respektlos sein. Das ist genau mein Ding. Das ist, glaube ich, das mache ich. Ich habe leider alles vergessen, wie ich letztes Mal Outer Worlds gespielt habe, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich besonders respektvoll war zu irgendwelchen Konzerntypen, weil ich glaube, ich hasse die immer noch. Ich merke weder dich noch deine Einstellung. Okay, was kann ich dir raten? Es geht um dann hast du den Hände. Ich kann dich auch Lou nennen. How about not? Ach, Menno. Okay, Lou. I apologize if I've struck too familiar a tone for your tastes. Let me get right to the point. Halcyon Helen is dead. Murdered. Schade. Her death is the tragedy of our lifetime. As the face of our new product line, her murder is a stain on the Rizzo's brand. She was scheduled to unveil our newest product, Spectrum Brown, before this tragic event. But we cannot move forward with our unveiling until we apprehend the killer. Also, es ist wie immer, ne? Es ist nach 149 Episoden, habe ich natürlich auch nicht mehr allzu viel Neues zu sagen, was dieses ganz verlogene Koppel hat, das Dingsbus zu tun hat. Ich habe seitdem natürlich wieder neue Beispiele gelesen und die Welt ist so gesehen kumulativ immer noch wieder einmal ein schlechterer Ort geworden. Aber wir ignorieren das für den ersten Moment. Der erste Gedanke dazu ist, wer zur Hölle ist überhaupt Halcyon Helen, von dem wir bis jetzt noch nichts gehört haben? Außer, wie hieß sie denn nicht richtig? Das war ja bestimmt nicht ihr Name. You can't be serious. Halcyon Helen, greatest cultural icon of our colony, empress of the Aetherwaves. All right, Ludovico, that's enough. You don't know what you're doing. Let me handle this. Captain Hawthorne, Sublight's favorite freelancer. I'm such an admirer of your work. Cedric Kincannon, Sublight Underground. I'm so glad we're hiring a third-party investigator. No one wants to see a troop of UDL guards stomping all over my hotel. Least of all me. The murder of Halcyon Helen is a heinous assault on this colony. I look forward to watching you find the miscreant responsible and drag them out of the shadows. Ah ja. Mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht ein bisschen was übersetzen, was wir uns erzählen. Also war ein bisschen hin und her hier. Ich habe ihn freigestellt, wer überhaupt Halcyon Helen ist. Und er meinte nur so, das kannst du nicht ernst meinen. Sie haben vor allen Dingen Empress mit Erzherzogin übersetzt. Was ein bisschen komisch ist. Naja gut, und ansonsten hat er noch davon geredet, dass das Sublight lieber einen Freelancer anheuert, anstatt mich zu nehmen. Dass die UDL-Truppen da einmarschieren, weil das sieht halt doof aus. Inwiefern ist der Tod eines C-Promis ein Angriff auf die Kolonie? Die Nachricht hat mich, dass Helen hat diese Kolonie voller Freude, viele Freuden gebracht. Ich habe noch nie was von Sublight Underground gehört. Ach stimmt, das ist ein anderes Sublight, ne? Na gut, C-Promis? Two-bit actor. Oh, Captain. Two-bit actor. This isn't Spencer Woolridge we're talking about. This is Halcyon Helen, Princess of Periodicals, Duchess of Dramaturgy. You would not believe the money she made us on Dissident Busters. For law's sake, Cedric, could you show a little discretion and not bring up your contraband operations in front of an outsider? Please, Lou. Sublight Underground is built on discretion. I'm establishing rapport with our new contractor. Let's not give her the impression that you can't be trusted. Do you really want to do this right now, Cedric? You want to antagonize me while I'm negotiating a contract. Because I promise you, I'll win. Also sie machen sich gegenseitig gerade Vorwürfe, weil irgendwie Gründe. Also beziehungsweise Sublight Underground ist anscheinend auch eine Schmuggeloperation und generell überhaupt vielleicht nicht der ganz legale Arm. Aber Halcyon Helen war anscheinend hocheffizient und hat viele Sachen gebracht. Und er diskutiert hier, dass er sich nicht vor Kopf stoßen lassen möchte. Und er garantiert aber auch, er würde das auch gewinnen, wenn es dazu kommen würde. Naja, reden lassen. Oh ja. We can do this anytime you want. I'll even make an appointment. I'm sure your schedule's wide open. What with your product launch being indefinitely delayed due to unforeseen murder. All right, Cedric. If that's how you want to behave, I have no choice but to file an official reprimand on your permanent record. Oh, please do. I'd love an official reprimand from a failed executive. Could you do me a favor and have it laminated? Could we please stop this nonsense? Captain, I'm Constable Maria Keene. Hiring a third-party investigator was my idea. I've been studying your dossier. You are an extraordinary scientist.
If your talents extend to forensics, then you may be exactly what we need. As far as I'm concerned, you're the ideal inspector for this case. Das ist übrigens interessant, dass wir in diesem Fall tatsächlich offizielle Befugnisse kriegen, so wie es sich anhört. Wahrscheinlich am Ende nicht, weil wir wahrscheinlich undercover sein sollen, aber zumindest für den ersten Moment. Also jetzt ist eine dritte Person aufgetaucht, weil die beiden haben sich hier irgendwie hin und her gestritten und eine Official Reprimand, und er wollte das gerne laminiert haben. Also er hat da nicht so viel Angst davor, vor diesen ganzen Zurechtweisungsgeschichten, und er hat ihn als Failed CEO bezeichnet, den anderen Typen. Sehr interessant. Ist das nicht eher ein Gendarmenjob? Gendarmen? Inspektorin Alia, klingt gut. Wie viele Leute sind noch in dieser Übertragung drin? Just the three of us. Ah ja. Ja, neue 3. Hier springe ich gleich noch eine Auftragskillerin mit tragischer Hintergrundgeschichte, eine vermisste Zwillingsschwester, eine Mordliste, eine Gärtnerbot auf den... das kommt. Das ist so gut, dass ich es nicht sagen kann. You must excuse us. The situation on Eridanos is tense. If we don't bring Helen's killer to justice, this scandal could scupper our entire operation. Please, Captain, I'm asking you to help us. While you're pursuing your investigation, we'll make you a guest of honor at the Grand Colonial. Ach, schön. Ich komme, glaube ich, nicht mehr davon weg, einfach jedes Mal die ironisches Ja-Antwort zu nehmen. Das war ja schon in Fallout 4 großartig, das werde ich auch hier weitermachen. Ich meine, ich kann zwar nicht Nein sagen, aber ironisches Ja tut's halt auch. Ihr könnt auf mich zuhören. Ich schaue erstmal in die Hotelbar und schalte dann. Ja, Logo! I encourage you to consider this offer seriously. The future of our complex may depend on your success. I'll leave you in the constable's care. Mr. Kincannon and I must have a word. Fine. Bud Rizzo's is paying for that hotel room. I can't tell you how grateful I am for your help. And even though they may not show their gratitude, I know Administrator Ludovico and Mr. Kincannon appreciate your involvement. Mr. Kincannon could lose his spaceport if board authorities took over the investigation, and if Rizzo's is forced to cancel its unveiling, we might never recover. Ah ja, also sie meint hier, sie freut sich, kannst du das mal mitmachen, und die beiden anderen Bienen zeigen das zwar nicht so sehr, dass sie sich freuen, aber wir sind auf jeden Fall im Hotel eingeladen und wir können dann mal gucken, und das, weil wenn es mich schief geht, dann könnte das ja nicht gut sein, also das ist, wenn die UDL halt kommt, dann verlieren sie wahrscheinlich ihren Job, das ist für den Administrator nicht gut, und wenn die Riso-Einführung, die Produkteinführung schief geht, nicht auszudenken, wenn sie ihr neues, komisches Drecksgetränk nicht veröffentlichen können, dann, naja, du wirkst kompetent, du hättest das in den Griff kriegen, ja? Die beiden scheinen ein Problem zu haben. Hey, muss ja beliebt sein, wenn ihr Tod ihr ganzes Unternehmen beenden könnte. Helen was more than popular. She gave something to this colony that no product line could ever provide. Real happiness. No one has ever been as well known or as well loved. Outside of our courageous business leaders. Ah ja. Okay, also sie hat echte Liebe zu dem Produkt gebracht. Niemand war so sehr geliebt, außer natürlich die tüchtigen Geschäftsführer. Heil den geschäftigen Geschäftsführern. Du klingst ein wenig erschöpft, ja. Me? Worn out? Perish the notion. My days are filled with catering to the oh-so-reasonable requests of Mr. Ludovico and Mr. Kincannon. What's not to like? Ach, wo wurde mit... das ist Perishing Notion übersetzt? Ich kenne diesen Ausdruck nicht, aber okay, interessant. Schön. Ja, also sie meint, dass sie hat rationale Wünsche von den beiden erfüllt. Okay, gut. Die wirken auf mich wie Arschlöcher. Ja. Your words, not mine. Please don't take my lack of disagreement as anything other than fatigue. I am a content, productive and happy member of our society. Da könnten wir jetzt wieder darüber reden, wie diese Unterwerfung halt in der Auswahl der Worte anfängt. Wie so Doppel plus gut, dass die Sprache quasi dein Verhalten bestimmt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Das ist ganz so schlimm. Nun gut, du beiden scheinen Probleme zu haben. The administrator oversees Rizzo's operations. Cedric runs the hotel and the spaceport. They're always at each other's throats. My life would be so much easier if they'd simply learn to work together. Das war aber schon fast ein Gegenwort. Also sie meint, der Administrator macht halt die Herstellung von der Fabrik da und der andere Typ macht halt das Hotel und den Spaceport, aber ist eh nicht so wichtig. Na gut, es gibt nichts, womit ich nicht fertig werden könnte. Wirst du das in den Griff kriegen können? I represent the law, Captain. But what's happening between Mr. Kincannon and the Administrator is politics. Politics are not my area of expertise. The law is simple. Politics are complicated.
Ja, sie meint, sie kann das nicht in die Kiste kriegen, weil sie macht halt Gesetze und nicht, also kümmert sich halt ums Gesetz und nicht um Politik. Und Politik ist kompliziert. Na gut, ja, das kriegen wir schon alles hin. I'm pleased to hear that. From everything I've heard, you're a competent freelancer. And at the risk of sounding impertinent, we desperately need the help of someone competent. Thank you for your time, Captain. Whenever you're ready, I've authorized the Unreliable to land at the Grand Colonial. Ja, schön, dann hab ich alles. Transmission terminated. Captain, we are now cleared to land at the Eridanos atmospheric complex. Yay. Tja, also sie hat einfach nur gemeint, die brauchen endlich mal jemanden kompetent ist und sie haben gehört, ich kann das. Judy, ich weiß nicht, warum sie mir das zutrauen, genau. There are several reasons why someone would hire your services. In descending order of likelihood, they are as follows. Desperation, confusion, mistaken identity, inebriation, and genuine faith in your abilities. Ah, schön. Also es gibt viele Gründe, mich anzuheuern und das ist Verzweiflung, Verwirrung, Verwechslung, Verdummung und Vertrauen in deine Fähigkeiten. In absteigender Reihenfolge. Gut, Eridanos? Eridanos is a hydrogen-helium gas giant, distinguished by a well-defined ring system. The Eridanos atmospheric complex is a system of land masses propelled through a thin layer of the upper atmosphere, where humans are potentially capable of surviving. Warte, sie haben auf einen Gasriesen, gibt es irgendwie eine dünne Schicht, wo es irgendwie so ein paar Landmassen gibt, die da irgendwie rumschweben, wie auch immer das funktioniert. Und da wohnen die. Weil es natürlich im ganzen Halcyon-System keinen anderen Platz gibt, weil dieses System ja auch nicht komplett leer ist. Ja, naja, okay, geht. Ja, schönen Dank Gott dafür. Wir fliegen los. Wir reiten aus. Eridanos. Hui. Touchdown on the atmospheric complex in Eridanos. Yay. Welcome back, Captain. Jojo. How can I be of assistance? Wie war denn hier eigentlich Certainly, genug? Captain. Wie war What denn would you hier? like to Ach, Rechtsklick. hear? Nee, das reicht. As you wish, Captain. Wie war denn hier Dialoge überspringen in diesem See you Spiel? soon, Captain. Leertaste? Egal. So, kann ich jetzt meine Begleiter eigentlich noch zu dem ganzen Thema hier fragen? Who ordered the bottles of Rapshon musk? One has broken. Ich hatte gerade kurz überlegt, ob ich in diesem Spiel ein Jetpack habe. Die Antwort ist nein. Ich würde eigentlich mit Savatti reden, gucken, ob die irgendwelche neuen Dialoge haben. I can't believe Miss Helen's gone. Feels like it's going against the laws of nature somehow. Okay, sie haben I neue used to Dialoge. watch Helen's serials. She'd fall into mortal peril every couple episodes, but she always lived in the end. Okay, sie war ja auch ein großer Serienfan. Sie hat früher mal alle Serien geguckt und die kann es einfach nicht glauben, dass sie tot ist. Freut mich, dass die Eridanos sein kann. Wie fühlt sich das an? Breathtaking. Have you looked over the edge of the complex yet? Just watch the clouds turning? It's like an ocean without end. Das sieht wirklich beeindruckend aus. Eridanos and Olympus are the two biggest planets in Halcyon. King and queen of the sky. Looking out to the horizon, I get this feeling that we're in the company of royalty. Eridanos is 100 times the mass of Terra 2, 800 times the volume, 10 times the diameter. We're flying through the tiniest layer of habitable atmosphere. Sometimes I can't believe how small my world used to be. My horizons were about as wide as the walls of Edgewater. Also ich finde das ist total toll und redet über die beiden Gasriesen, die es hier gibt und das ist riesengroß, erzählt ein paar Zahlen und merkt dann wieder an, dass ihr altes Zuhause winzig klein war. Tja, und jetzt schau dich an, eine Dame von Welt. Ich bin froh, dass ich dich rausgeholt habe. Was den ganzen Tag... Was den ganzen Trip, was sind die mehr da? Ich brauche eine konzentrierte Party. Nein, das ist... Ich finde das irgendwie süß. Eine Dame von Welt. Yeah. We've come a long way. Yay. Ja, tschüss. Gut, dann reden wir noch mit der anderen Bagage hier. Aber alles beim nächsten Mal. Und dann sind wir vielleicht 3, 4 Episoden dann tatsächlich mal auf dem Planeten und können uns das alles mal angucken. Ich kann ja mal kurz gucken, ob ich runter von meiner Kabine noch irgendwas sehen kann. Also ich sehe ehrlich gesagt überhaupt keine Landmasse. Ich kann... Sunny hat mir dann... Ich habe eine Lampe? 2 davon? Ich erinnere mich an nichts mehr, ne? Also ich sehe hier keinen Landlayer, aber das passt bestimmt so. Na Judy, bis zum nächsten Mal.